Lirum Larum, wir sind zurück bei BPM Berlin und wir haben ein weiteres Auswärtsspiel. Zwar sind wir heute bei unserem ersten großen Werbepartner, nämlich bei Cupra in der Cupra City Garage hier mitten in Berlin in Mitte und in den neu eröffneten Raval Studios, die ihr hier seht. Danke an Cupra, danke an die Möglichkeit für die Kooperation. Und wir sind aber nicht nur hier mit Cupra, sondern auch mit einem neuen tollen Gast. Und zwar haben wir euch hier jemand mitgebracht. Sie kann AC/DC auf dem Piano spielen. Sie ist, glaube ich, Mrs. Multigenre überhaupt. Und vor allem bringt sie den Sonnenschein mit überall, wo sie hingeht und wo sie auflegt. Anni ist heute hier. Applaus, Applaus, Applaus. Schön, dass du da bist. Hi, freut mich hier zu sein. Hi, was geht? Wie geht's? Ja, sehr gut eigentlich. Ja, sehr gut. Ja. Cool. Wir haben ja die klassische Frage, wie der Podcast immer losgeht, und deswegen stelle ich die und shoot die gleich mal nicht drüber. Wie war's am Wochenende? Was ging ab? Wo warst du? Was hast du gemacht? Ich war in Kanada mit meiner Freundin Shari, Soltis. Und wir waren in Toronto und da hatten wir einen Auftritt und sind ein bisschen länger geblieben und haben uns die Stadt angeschaut. Wir haben echt Glück mit dem Wetter gehabt, weil ich glaube, vor einer Woche waren es da irgendwie noch minus 30 Grad. Und Ja, das ist auch gerade so ein fetter Blizzard irgendwie da drüben, ne? genau, aber als wir da waren, waren es dann 3 Grad. Und als wir gegangen sind, waren es dann auch wieder minus 15. Also ich glaube, wir hatten echt Glück. Ja. Mit Wetter, ja. Ja, ich habe gesehen, ihr war dann auch noch Schlittschuh fahren und. Ich habe probiert. Also Ja? Ja, kannst du auch nicht Schlittschuh fahren? Absolut nicht, nee. Ja, same. Mich mault's immer und dann ist irgendwie. Ich finde, es wird auch irgendwie so nach 15 Minuten wird's einfach zu anstrengend. Es bockt sich dann irgendwie auch tut voll weh in den Beinen, man muss richtig anspannen. Ja, voll. Aber wie war der Gig? Wo habt ihr aufgelegt? Takeover 6, so heißt die Veranstaltung. Und die haben die in so einem Warehouse gemacht. Das sind echt coole Leute, die schicken mir auch ziemlich viel Merch. Trage ich auch gerne. Die ist echt cool, die haben da irgendwie so ein T-Shirt mit so einem Schlangenmotiv auf dem Rücken. Ja. Also die sind auch super lieb, mega coole Leute. Es war eher so ein, Nice. ich würde sagen, so ein bisschen Underground-mäßiges Ding, weil es war schon sehr dunkel, also können wahrscheinlich nichts davon posten, aber das ist ja auch egal, es geht ja um den Vibe und Ja. die Leute waren echt cool drauf. Wie ist der Vibe? Also so generell in Nordamerika, weil mich hat es noch nicht dahin verschlagen. Für mich ist halt so alles, was über den Teich ist, immer die große Kapitalismuswelt und alle irgendwie so ganz, ganz anders drauf. Und so, wie war das für dich? Ne, ich glaube, also das, was uns halt alle verbindet, ist ja dann irgendwie Techno und die Szene und ich glaube, da sind schon alle sehr ähnlich. Ich glaube, es kommt immer so ein bisschen darauf an, wo du bist und auch in welcher Stadt. Ich war zum Beispiel letztes Jahr in Montreal und da waren die Leute schon ein bisschen anders drauf. Also Inwiefern? ein bisschen aggressiver, würde ich sagen. Also nicht von Okay, also die haben sich dann so Ellenbogen gegeben oder so Moshpit oder wie? Die hatten schon übelst Bock, aber es Ja. war halt, also ich will jetzt gar nicht schlecht über die Stadt sprechen. Ja, Es war das ist einfach wahrscheinlich vielleicht die Veranstaltung, ich glaube, die waren einfach sehr neu. Ja. Und also vielleicht haben die auch ihre eigene Fanbase da. Also die Leute hatten auf jeden Fall schon richtig Bock, aber die kannten nicht so richtig Grenzen. Das heißt, Ja. weiß ich nicht, du hast dann also als Artist im Wasser stehen und die sind halt von 2 Sekunden weg. Das ist einfach, Ach krass, okay. weg. Und das juckt die dann halt nicht. Die trinken es aus und dann ist halt jetzt mein Wasser. Ja, ist halt Anarchie, aber die schlechte Seite davon. So. Genau, also da war es schon, also die waren wirklich alle trotzdem super lieb, es hat keiner irgendwas gemacht oder so, alles cool, aber es war trotzdem nochmal ein Unterschied zu jetzt dem Week in Toronto, da war es dann doch eher noch offener, alle eher so ein bisschen zurückhaltender, haben geschaut, dass alles passt, dass der Artist sich wohl fühlt und so. Und Ja. Hast du irgendwie, also wenn ich jetzt so dran denke, die Szene oder generell das Hardtechno so über einen großen Teich nach Amerika und Kanada gekommen ist, das ist ja relativ neu. Hast du irgendwie das Gefühl, dass da es so, wie soll ich sagen, also so Probleme so in den Kinderschuhen noch sind oder sowas? Oder so die Szene in den Kinderschuhen ist? Oder ist da eigentlich alles relativ so? Nee, du siehst schon Gemeinsamkeiten, also klar, ich habe halt das Gefühl, in den Ländern, wo die halt noch nicht so regelmäßig Techno-Veranstaltungen haben, dass die Leute meistens entweder tatsächlich das noch mehr feiern, also dass du dann halt viel mehr irgendwie Euphorie vorne spürst, wenn du da mit denen, wenn du da aufwächst. Das Besondere ist einfach. Genau, Ja. weil es halt nicht so oft stattfindet, aber du merkst schon, die bauen sich da auf jeden Fall was auf. Also ich glaube, ich würde sagen, wenn du ein Kollektiv hast, das da schon irgendwie ein Standing hat, dann bauen die sich ja irgendwie diese Szene auf und das sind dann auch Leute, die sich dem bewusst sind, wie Szene ist und was da so passiert und das merkst du auch bei den Veranstaltungen. Also du checkst schon so, okay, die wissen, was
Techno ist, die waren auf jeden Fall schon mal feiern. Okay, nice. Das ist interessant auf jeden Fall. Ich beobachte das immer so online und man kriegt ja online immer nur das mit, was man online mitbekommen soll. Und dann merkt man einfach nur so, okay, die Produktionen sind von vornherein so extrem professionell und so weiter. Und ich weiß Nicht immer. Nicht immer, ja, okay, ja, fair. Aber für mich ist es dann so zu beobachten, ich weiß, okay, in L.A. gibt es irgendwie auch eine Underground-Szene, aber man sieht ja den Underground immer online nicht so richtig. Deswegen war es für mich jetzt mal so interessant zu wissen. Mich interessiert aber auch so, wer du eigentlich bist. So, man muss ja dazu sagen, wir sitzen jetzt auch, wir haben uns, sind uns ein, zwei Mal irgendwie über den Weg gelaufen, Ja, wir haben jetzt nie irgendwie die Zeit gehabt, im Backstage mal zu quatschen. Deswegen lass uns quatschen. Ja, gern. Lass uns damit, mich interessiert so, was hast du eigentlich vor Techno gemacht? So, welchen Job hattest du davor oder hattest du Job oder studiert oder? Ja, ich habe viele Sachen gemacht tatsächlich. Ich war davor Tennistrainerin. Krass. Also ich habe alles Mögliche trainiert an Altern, an Leistungsklassen. Ja. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 26. 26, Ja. okay. Genau, und ich wollte ursprünglich mal Profi werden, aber das ging dann aus gesundheitlichen Gründen nicht und ich habe auch einfach zu spät angefangen. Aber ich war schon auf einem Level, wo man sagt, okay, damit musst du jetzt halt irgendwas machen. Ich dachte, gut, solange ich nicht weiß, was ich wirklich machen will, mache ich halt einen Trainerschein und dann gebe ich halt Training. Kann ich wenigstens Geld damit verdienen. Ja. So. Und das habe ich dann gemacht, habe dann beschlossen, BWL zu studieren, habe das angefangen, habe auch anderen Nachhilfe gegeben, alles Mögliche, aber ich habe das dann nach einem Jahr abgebrochen, weil ich fand es halt übelst langweilig. Also es war schon... Ja, check ich gar nicht. Es war halt wirklich, ich saß halt da und dachte mir so, okay, wir können jetzt hier einfach stumpf auswendig lernen und dann schreibe ich das halt da irgendwie hin bei den Klausuren, aber was hast du dann zum Schluss davon? Dann hockst du halt irgendwo im Büro und musst dich irgendwie hocharbeiten. Bis zum Hamsterrad von irgendwas für irgendwen und so. Ja, und irgendwie kam es für mich dann so ein bisschen aussichtslos rüber. Da dachte ich, okay, nee, ich muss jetzt was anderes machen. Und habe geschaut, dass ich irgendwas mache, was mir Spaß macht. Und habe geguckt, was es so gibt und wollte irgendwie Richtung Musikproduktion gehen. Es war noch nicht so leicht, weil es gibt so gut wie keinen Studiengang in Berlin, der, also auf keiner staatlichen Uni, wo du studieren kannst. Es gibt halt SAE. Da war ich, genau, da warst du dann? Okay. Wollte ich ursprünglich mich bewerben, aber da gab es irgendwie dann zu dem Zeitpunkt nicht genug Leute, die sich angemeldet haben. Man konnte dann nur Game Audio Design studieren, das wollte ich jetzt nicht. Und dann bin ich zur SRH gegangen. Aber ich musste es war nicht so leicht, meinen Eltern das zu erklären, warum ich jetzt ein Studium abbreche. Also, ja, check ich. Und habe das dann tatsächlich hinter deren Rücken gemacht. Also ich habe das denen gesagt, weil die hätten es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gar nicht finanzieren können. Und ich habe dafür dann gesorgt mit meinem Tennistraining, dass ich dann spare und dass dann klar ist, dass ich das dann auch finanzieren kann, wenn ich das mache. Das war ja schon richtig teuer. Das hat im Monat, ich glaube, 750 gekostet. Ja, das ist relativ teuer. Ich habe mich auch mal irgendwie so erkundigt, wie das beim SAE ist oder generell so private Studiengänge. Da waren es nur 300 im Monat. Da waren es nur 300? Ja, okay. Bei der SRH waren es 750. Was hast du dann studiert? Also Sound Engineering oder? Das war Audio Engineering. Audio Engineering, okay. Und ich habe es dann erstmal geheim gehalten von meinen Eltern. Das ist ja crazy. Ich habe dann die Aufnahmeprüfung in meinem Schlafzimmer gemacht. Aber deine Eltern wissen jetzt, was du machst. Jetzt wissen die es. Genau, aber zu dem Zeitpunkt nicht. Die haben es dann tatsächlich erst erfahren, als der Brief von der FU, wo ich studiert habe, nach Hause kam, wo Fettexmatrikulation drauf stand. Ja. Wie so scheiße. Das hätten die jetzt auch irgendwie nicht so fett draufschreiben müssen. Aber ja, ich habe das dann erstmal angefangen zu studieren. Meine Eltern waren schon sehr skeptisch, also meine Mutter. Ich wollte gerade fragen, wie ist dann die Reaktion, wenn so ein Brief mit Exmatrikulation, ja. Dankeschön. Wenn so ein Brief nach Hause kommt. Ja, die haben halt, es waren halt erstmal sauer. Also, was heißt sauer? Meine Mutter hat sich halt Sorgen gemacht und dachte sich dann so, okay, was machst du mit deinem Leben? Du brichst das jetzt ab, jetzt hast du deine Zeit verschwendet. Ja. Und so wie, du willst jetzt Musik machen. So, meine Eltern kommen halt, also meine Mutter kommt aus Armenien und da ist es sehr, also ein bisschen strenger, was das so angeht. Also da ist man halt, weiß ich nicht, da sagt man so, ja, werd Anwalt, werd irgendwie Arzt oder Ärztin. Der sichere Weg. Genau, und da konnte sie sich einfach nichts drunter vorstellen. Also habe ich halt das erste Mal gemacht, habe das fertig studiert, habe währenddessen dann angefangen aufzulegen. Können wir später nochmal zukommen, wie das zustande kam. Aber genau, und habe ich glaube, vorletztes Jahr habe ich den Bachelor dann fertig gemacht und habe das dann studiert, habe irgendwann meine Mutter
zu einem Auftritt mitgenommen und dann hat sie irgendwann verstanden, was ich mache. Ja, das ist krass, so Eltern generell, aber auch Eltern, die gar keinen Bezug zu irgendwie dieser Kunstwelt auch vielleicht oder der Musikwelt haben. Also bei meinen Eltern ist es auch so, die haben bis vor 1-2 Jahren auch noch gedacht, so der Junge landet unter der Brücke vielleicht. Also da hatte ich noch safe einen festen Job, ich habe auch eine Ausbildung gemacht und so. Das hat mich dann gerettet, sodass meine Eltern nicht denken, so, aber trotzdem ist es so, man muss sich dann schon erstmal so ein bisschen beweisen vor dem Elternhaus, dass man damit tatsächlich nicht auf der Straße sitzt, ne? Ja, voll. Ja. Nee, also sie dachte auch, als ich irgendwie meinte, Techno-Partys, dachte sie halt, keine Ahnung, ich hocke in irgendeinem Keller und weiß ich was, also crack da richtig ab, bin am Abstürzen und also das denken die wahrscheinlich, dass das da irgendwie passiert. Ja. Naja, also kann ja auch so und so passieren. Also es kommt immer drauf an, wie man sich das. Es gibt ja viele, sagen wir mal, Risikofaktoren auf dem Weg, vor allem in Berlin auch, wo man dann doch vielleicht nicht so ganz den Absprung findet oder doch in der einen oder anderen Afterhour mal ein bisschen zu lang hängt. Ja, also ich glaube, dass ihre Ängste da schon berechtigt waren, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit der Szene auseinandersetzt, kann ich aber auch gar nicht vorwerfen, also woher soll die Eindrücke und Einfluss auch kommen? Sie ist auch in keinem Algorithmus drin, der ihr das irgendwie zeigen könnte. Also verstehe ich schon, aber ich finde es cool, dass sie das jetzt anders sieht. Ja, also beobachtet sie das jetzt auch und freut sich einfach nur. Ja, voll. Also wir haben auch, das ist schön, das ist das Wichtigste. Ja, wir haben ja es gibt ja diesen, wie heißt es nochmal, Wo ist auf dem iPhone? Ja, genau. Ja, da guckst du dann dieses Wochenende, ach ja, bist jetzt in Kanada, Australien, ja nice. Ja, geil. Ja, meine Eltern sind auch so, dass sie dann irgendwie gucken, ja, du hast hier wieder auf Instagram was geschickt. Genau. Also, wenn ich irgendwie in der Story was drin habe. So, das ist immer ganz süß zu beobachten eigentlich, wie so die Boomer-Generation dann generell auch mit Social Media umgeht tatsächlich. Ja, voll. Das so beobachtet. Kommst du aus Berlin eigentlich? Ich bin in Berlin geboren, aber meine Familie kommt ursprünglich aus Armenien. Okay. Genau. In welchem Bezirk bist du aufgewachsen? Oder hast du so deinen Bezirk, wie deinen... Ich glaube, wir sind in der Zehlendorf-Gegend nicht groß geworden. Dann sind wir irgendwann nach Kleinmachnow in die Bonsten-Gegend gezogen. Und dann bin ich aber nach Berlin gezogen. Also ich bin dann nach Neukölln in die Stadt rein. Ja, okay, ins Berlin. Ja, ich wusste nicht wohin, weil wenn du so außerhalb wohnst, dann weißt du tatsächlich nicht wirklich, was im Inneren so richtig abgeht, wenn du dann nicht so viel abhängst. Und dann habe ich halt Freunde gefragt, so wo zieht man denn so hin? Nach Berlin? Meint, Neukölln, das ist cool. Dann dachte ich, gut, okay, mache ich das. Du meintest gerade schon so, du hast ja angefangen, dann irgendwann auch aufzulegen und wirklich dich mit der Musik auseinanderzusetzen, zu produzieren auch. Und wie lang, also wann war das so? Wann? Also Wann? Wann war das? Also wie lange legst du jetzt schon auf und wie waren da so die Anfänge? Erzähl mal. Also jetzt nur zum Auflegen, da habe ich ich glaube, das waren 3 Jahre, vor 3 Jahren ungefähr angefangen. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Also es war gar nicht so die Mission, es war gar nicht der Plan. Eigentlich wollte ich nur Musik produzieren und bin dann irgendwann, also in meinem Studiengang waren alles irgendwie Leute, also alles schon DJs. Die haben alle irgendwas aufgelegt. Also war es auch gar nicht so, dass du Techno jetzt oder war das? Ich kann Techno gar nicht. Ich bin da ins Studium rein und habe alles Mögliche gehört, aber ich habe von Techno eigentlich noch gar nichts verstanden. Und also so ein bisschen halt, aber wenn du dir das anhörst, was ich damals gehört habe, dann sagst du nicht, das ist Techno. Du hattest jetzt auch mit diesem Kontext zu wie das dann im Nachtleben ist, also wie das mit der ganzen Welt, die hinter Techno steht. Ich war in einem ganz anderen Nachtleben unterwegs, mir auch peinlich bis heute, aber das... Kannst du sagen, wo warst du da? Ja, so Pearl in Berlin. Ja, okay. Ja, ist das schon, also keine Ahnung. Diese Großraumdisse. Ja, und dann kommt mit irgendwie VIP-Tischen, dann zahlst du mehrere 1.000 Euro, nur um da an einem Tisch zu sein. Also, crazy. Das war Quatsch. Ja. Das war echt, da bist du halt jedes Wochenende genau dieselbe Musik und du gehst eigentlich nur hin, um entweder dich zu zeigen oder dein Geld zu zeigen oder was auch immer. Es ist im Nachhinein wirklich absoluter Quatsch gewesen. Ja, check ich. Also ich war ja auch irgendwie so früher mal so, jeder findet ja seinen Weg irgendwie mal ins Feierleben erstmal generell, so unabhängig von der Musik. Und dann kommt man um diese Großraum-Disco-Clubs, um diese Dorf-Disco-mäßigen Clubs halt irgendwie auch nicht drum herum. Aber wie war das dann, wann war dann der erste Rave sozusagen, das erste Mal Techno? Das war, als ich angefangen habe zu studieren, ich glaube Ende 21 oder so. Da hat mich eine Freundin, Sarah, mit der ich auch studiert habe, hat mich gefragt, ob ich mit zu ihrem Auftritt kommen möchte. Zur Symbiotica Breakfast Party. Es war an einem Sonntag und ich dachte halt,
keine Ahnung, so ein bisschen Frühstück. Ja, geil. Und ja, halt eine Party. Und dann hast du das Buffet mit den Häppchen vergebens besucht. Da gab es keine Häppchen. Nein, aber es waren halt alle sehr freizügig und halt alle schwarz gekleidet, viel Lack und alles Mögliche. Ja. Aber was ich krass fand, war, du bist da halt rein und es hat einfach niemanden gejuckt, dass du da gerade reingegangen bist. Du bist da reingekommen und warst halt einfach da, Musik ist da, die Leute tanzen, gucken den DJ an, anstatt irgendwie Frauen, keiner wird begrapscht oder so. Ja. Und das fand ich krass, dass du halt einfach mal da reingehen konntest, ohne irgendwie, weiß ich nicht, dir was zu denken, boah, wer guckt mich jetzt an, wie sieht sich aus? Und Ja, sowas. ja. Und bin da übelst reingekommen, ich habe richtig getanzt dort, hatte riesen Spaß und das waren so meine ersten Berührungen mit der Techno-Szene. Dann hat mich eine Freundin mitgenommen zur Sinoid damals. Da war ich. Griesmühle dann noch. Ich glaube, das war schon in der Alten Münze. Okay, ja, genau. Ja. Wo Griesmühle im Exil damals war. Ja, Genau. Genau, da habe ich dann meine ersten Hard-Techno-Erfahrungen gesammelt und da war ich voll drin. Also dann dachte ich mir, boah, Das ist es. das ist es. Ja, richtig geil. Geil, Und check ich. da hat irgendwann meine Freundin gesagt, Jani, ich glaube, du könntest auflegen. Ich glaube, du solltest das mal machen. So, und dann habe ich mir erstmal dabei nichts gedacht. Dann hatte ich tatsächlich ziemlich schnell meinen ersten Auftritt, aber gar nicht, weil ich das wollte, sondern einfach, weil ich aufgefallen bin, weil ich halt in der ersten Reihe stand und dann meine Freundin Sarah da supportet habe und ich habe halt übelst getanzt. Ich habe es halt richtig gefeiert. Ja. Geil. Kam halt der Veranstalter und hat gefragt, ob ich ein DJ bin und ob ich hier mal auflegen will. Und dann haben wir halt einfach gesagt, ja. Ja, einfach ja. Spannend. Das heißt, du hast von Anfang an eigentlich so mit deiner Energy überzeugt. Ja. Also mit einfach wie du bist, wie du warst, wie du irgendwie in den Raum Genau. Krass. Das ist geil. Und da konnte ich aber wirklich noch nicht auflegen. Also ich konnte noch nichts. Und dann hatte ich einen Monat Zeit. Also da war dann die Veranstaltung. Das war auch der beste, also was heißt der beste Slot, aber damals war ja noch Closing irgendwie der beste Slot. Ja. Und es war auch die größte Party dort. Ich dachte mir, okay, scheiße, jetzt muss ich es lernen. Also jetzt habe ich keine Wahl. Dann bin ich in die Pirate Studios bin ich gegangen. Ja, safe. Und ich habe nichts verstanden. Also ich habe halt so mal die kleinen Controller gesehen, aber wenn du dann davor stehst vor dem CDJ und dann irgendwie einen größeren Mixer und so, dann ich habe nichts verstanden. Und da dachte ich mir, okay, ich kann jetzt hier nicht, also wenn ich hier jetzt jeden Tag, also ich kann jetzt nicht den ganzen Tag hier hocken, das wird ja auch übelst teuer. Dann dachte ich, apropos teuer, dachte ich, okay, vielleicht wäre es eine Idee, ich kaufe mir das Equipment jetzt. Ich gehe in den Club und gucke halt, was da für Equipment ist. Ja. Und dann kaufe ich mir genau das, was dann da auch im Club stehen wird. Also du hattest das Budget dann auch damals dafür? Ich hatte ein Sparkonto mit genau 10.000 Euro drauf. Okay, stark. Und ich habe alles ausgegeben. Krass, Ja. okay, also crazy. Du bist dann direkt all in gegangen in die Nummer. Okay, krass, das ist mutig auf jeden Fall. Ich hatte irgendwie zu dem Zeitpunkt nichts zu verlieren. Ich dachte mir, komm, du machst jetzt irgendwas, was dir Spaß macht und du gibst jetzt halt einfach alles dafür, dann guckst du halt, ob es klappt oder nicht. Crazy, Ja. das ist krass. Es hat geklappt offensichtlich. Es hat geklappt, ja. Ja, krass. Genau. Und dann hatte ich den ersten Auftritt, dann lief es richtig gut. Ich habe zu Hause, da sind auch meine ersten Videos zustande gekommen. Ich habe auch Spaß, halt ein paar Videos gemacht, wo ich dann wie meinen Übergang geschafft habe oder sonst was. Und habe das dann Freunden geschickt. Die meinen so, nee, ist übelst witzig, lad mal hoch. Einfach so aus Spaß, lad mal hoch auf TikTok. Und dann habe ich das gemacht, sofort viral gegangen und dachte, okay, krass, scheinbar finden es Leute cool, wenn du irgendwie mal zu Hause so bist, wie du bist. Ja. Und nicht mehr so ernst davor stehst. Ja. Und das ist ziemlich gut angekommen. So habe ich dann ziemlich schnell Reichweite generiert und habe das so ein bisschen jetzt auch zu meinem USP, so. ja, also so ein bisschen als Promo nutze ich das tatsächlich, weil es ist schon eine Art Entertainment, aber jetzt nicht so, dass du einfach nur davor hockst und ein bisschen tanzt, sondern ich zeige ja auch zum Beispiel die unterschiedlichen Genres, die ich miteinander mixe, meine Skills und so und was alles möglich ist und was nicht vielleicht. Genau, und Absolut, das muss man wirklich sagen. Du zeigst sehr viel unterschiedlich. Du fängst auch an, wirklich mit der Piano-Gitarre, also mit der Gitarre irgendwie zu spielen. unter anderem ja. Und mittlerweile hast du auch wirklich die Screens teilweise, die du dann irgendwie so einblendest, also vom CDJ. Mache ich auch manchmal, ja. Genau, und muss man sagen, dass du da wirklich ziemlich, wie sagt man, virtuos an den Decks auf jeden Fall stehst und das auf jeden Fall auch sehr, sehr unterhaltsam ist. Aber ich finde es krass, dass dieser Approach von Anfang an gar nicht kam mit, nee, ich will jetzt auch da stehen, sondern
so, ich wurde halt gefragt, einfach weil ich es total geil fand. Und dann hat man mich da hingesetzt und ich erfülle diesen Platz einfach so richtig gut. Also es war tatsächlich nie meine Intention, dass ich jetzt unbedingt vor einer großen Bühne stehen möchte, sondern einfach, dass ich übelst Bock hatte auf Musik. Auf welche Art und Weise kann ich zwar immer noch nicht zu 100% sagen, deswegen sieht man auch, dass ich mal irgendwie da mit einer Gitarre stehe oder dann halt auch die ganzen Genres, die ich dann irgendwie mische miteinander. Vielleicht stehe ich auch, keine Ahnung, in einem Monat, weiß ich nicht, dann kommt das Schlagzeug dazu oder so. Ja. Weiß ich nicht. Ja, wenn es Bock macht, so safe. Also ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man so einfach Spaß an der Sache aufrechterhält und so mehr Talent, weniger Ego irgendwie in die Nummer reinnimmt. Und das ist auf jeden Fall ganz cool. Lass uns aber trotzdem noch einen ganz kleinen Schritt zurückgehen. Kurz davor, was war vor Techno so, wenn du meintest, du hast ganz andere Musik gehört, produziert? Du hast dann auch, also du kannst ja oder sehr gut Piano spielen. So, hast du dich dann irgendwie mit klassischer Musik auseinandergesetzt? Oder? Ja, ich hab gesehen bei dir, du spielst so Flight of the Bumblebee, einfach so lockerlässig auf der Gitarre so dazu und so weiter. Ja, ich spiele schon sehr lange Klavier. Also meine Mutter hat mich ich weiß nicht mehr genau wann, es könnte 2 sein, 3 sein, irgendwie ganz früh in dem Alter, wo du noch nicht mal lesen und schreiben kannst, hat es mich auf jeden Fall zum Klavierunterricht geschickt. Und ich habe dann jahrelang, ich habe also eigentlich nur klassische Musik gespielt, also hatte dann eine klassische Musikausbildung sozusagen. Und habe mir so auch irgendwie ein absolutes Gehör antrainiert. Ich weiß nicht, ob ich es von Anfang an hatte, aber ich habe es auf jeden Fall jetzt. Und ich würde sagen, dass mir das schon ziemlich hilft bei der Musikauswahl, dass man irgendwie hört, was passt und was passt nicht. Auch bei Musikproduzieren zum Beispiel, wie Melodien oder irgendwie sowas. Das höre ich, ob es jetzt passt oder nicht. Oder was jetzt kommen muss und was nicht. Und das ist schon auf jeden Fall ein richtiger Vorteil. Es hat mir auch tatsächlich das Auflegen lernen ziemlich. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist super einfach, aber es hat mir auf jeden Fall vielleicht leichter gemacht. Also diesen Flow ein bisschen erleichtert vielleicht, oder in den Flow zu kommen tatsächlich. Genau, aber ich würde sagen, mir haben tatsächlich die technischen Fähigkeiten am Anfang gefehlt. Also ich hatte ja noch keine Ahnung davon, aber wenn du schon ein bisschen Ahnung von Musik hast, dann kann dir das auf jeden Fall helfen, da irgendwie Vorkenntnisse zu haben. Was sind so Idole von dir von früher? Also hast du dann nur klassische Musik gehört? Oder? Nee, ich selber nicht, ich soll es aber spielen. Also, du solltest spielen, aber was hast du gehört? Ich hatte immer so Phasen. Also manchmal habe ich irgendwie so Blues-Rock gehört. Ich manchmal, als ich ganz klein war, habe ich hauptsächlich irgendwie, ich glaube, amerikanische Musik oder so gehört, die du im Radio gehört hast. Dann hatte ich eine EDM-Phase. Ja, wer nicht? Die kam dann früher. Die Tomorrowland-Phase, wo EDM noch cool war. Wo halt, also wo so dieser Mainstage Big House EDM damals stattgefunden hat. Cool. Und okay, du hattest gerade schon dieses Thema so, dass du angefangen hast, die Videos zu machen. Tatsächlich bist du ja so mit den Videos dann eben viral gegangen und das war dann eigentlich so der Fuß in die Tür, also mit dem das dann alles immer so noch weiter gegrowt ist und gegrowt hat. Was aber auch für genau in der Phase, wir hatten ja in den letzten 5 Jahren in Techno wirklich so einen Umbruch, so einen medialen Umbruch, könnte man halt sagen quasi. Was dann ja aber auch dazu geführt hat, dass halt im Endeffekt ganzen Techno-Gatekeeper aus der alten Zeit dann so sagen, so boah krass, ja, TikTok-DJ, TikTok, dies, das und so weiter. Was sind so deine Gefühle oder Emotionen dazu? Naja, da braucht man sich eigentlich gar nichts sagen lassen von älteren DJs. Also ich meine, es muss nicht jedem gefallen, wie das aktuell ist, aber ich glaube, man kommt nicht mehr drum herum, dass es so ist, wie es ist. Man kann natürlich immer an der Szene arbeiten und ich glaube, das bist du in vielen Punkten auf jeden Fall, aber es ist nun mal jetzt einfach ein anderes Zeitalter und ich sehe das eher, also Social Media, als Marketingkonzept, was man eher für sich nutzen kann. Du hattest ja früher die Möglichkeiten gar nicht. Du bist halt, da sind die, weiß ich nicht, sind die mit CDs rumgelaufen, haben die verteilt. Das ist auch viel teuer gewesen und jetzt kannst du halt für umsonst für dich Werbung machen. Und warum solltest du das nicht nutzen, wenn du das auf so einfachem Weg machen kannst? Natürlich solltest du immer schauen, auf welche Art und Weise du das machst. Ich finde schon, klar, weiß ich nicht, wenn du jetzt sagst,
bist ein TikTok-DJ, was ist ein TikTok-DJ? Also für mich, wenn man jetzt sagt TikTok-DJ, dann bist du halt jemand, der ausschließlich irgendwie, weiß ich nicht, auf TikTok Musik macht für... Ja, vor allem ist es, ich finde es immer komisch, es wird halt immer so als so eine Beleidigung gesehen und im Endeffekt ist es einfach nur ein Wort für, ja, man findet da auf der Plattform statt. Und das ist für mich immer so eine komische Kritik aus einer Ecke von, ich denke halt immer so, Menschen sind immer erstmal generell skeptisch, wenn irgendeine neue technische Entwicklung kommt und irgendeine neue Entwicklung generell. Dann sagt immer so, nee, das gefällt mir gar nicht, weil das ist nicht in der Safe Area, wie es für mich bisher stattgefunden hat. Und jetzt muss ich mich wieder Reibung aussetzen und was Neues passiert und so weiter. Und dann kommt noch jemand, der macht es so viel besser als ich, wie ich mich dann nur dran versuche und so weiter. Und dann habe ich ganz viele schlechte Gefühle und die projiziere ich dann auch da rein. So. Ja. Das denke ich mir immer so. Ja, ich finde es immer ganz spannend, wenn man sich die Leute anguckt, die sowas kommentieren. Weil das sind dann, also ich gehe dann manchmal auch auf die Profile drauf und gucke dann, okay, was sind das für Leute, weil ich gerne wüsste, mit was für Leuten habe ich denn da überhaupt zu tun, die mich da so kritisieren. Also es kommt ja schon immer mal vor, dass unter einem Video solche Kommentare landen und es sind fast ausschließlich Männer und es sind meistens auch immer etwas ältere Männer und meistens sehe ich dann auch auf deren Accounts, dass sie selber probieren, solche Videos zu machen, aber die nicht erfolgreich sind damit. Da denke ich mir, okay, nur weil du jetzt damit keinen Erfolg hast, weiß ich nicht, projizierst du jetzt deinen Frust oder projizierst du das auf mich und lässt deinen Frust auf mir aus und dann denke ich mir, okay, gut, dann brauche ich mir da auch keine Gedanken wirklich drüber machen oder das wirklich ernst nehmen, weil es ist ja dann Unsinn. Ja. Es macht halt für mich keinen Sinn, warum ich sowas dann ernst nehmen sollte. Ja. Check ich komplett. Ich finde es halt im Endeffekt auch immer so ein, es ist so, versteckt so eine gewisse Bitterheit auch dahinter. Und ich finde auch, die Zeit hat jetzt auch, oder die Zeitspanne, die wir das jetzt haben, hat auch gezeigt, so, ja Leute, es hat sich längst etabliert. Also und neue Sachen brauchen immer so ein bisschen erstmal Karenzzeit, bis man merkt, okay, gut, wir fühlen uns damit irgendwie wohl oder wir finden irgendwie einen Umgang damit und dann ist es halt etabliert. Und es gibt heute noch Leute, also ich finde es sau witzig, weil es gibt heute noch Leute, die sagen so, jeder, der nicht mit Vinyl auflegt oder auflegen kann, das ist kein richtiger DJ. Jeder, der irgendwie Kopfhörer auch, ja. Ja, genau. Oder jeder, der bei Recordbox diese Funktion nutzt, dass man irgendwie Tracks, kannst du so Teile rauscutten. Im Endeffekt ist es ja einfach nur Hotcues setzen, aber da kannst du, das ist wie so eine Mini-DAW quasi eigentlich. Ja. Sodass du so Strecken rauscutten kannst und so. Und da heißt es dann irgendwie, ja, nee, das hat ja mit Auflegen nichts mehr zu tun und so weiter. Und ich denke mir immer so, Leute, all diese ganzen Diskussionen über was jetzt technisch möglich ist oder was nicht, macht das doch einfach. Also nutzt diese Vorteile von Technik. So, ob du jetzt mit Sync-Button spielst oder nicht, das Produkt zum Schluss muss wichtig sein und es muss auch vor allem irgendwie deine menschliche und künstlerische Komponente drinstecken und dann ist doch alles wischiwaschi, ist doch alles egal irgendwie. Also ich meine, man muss das Thema trotzdem auch kritisch betrachten, weil es gibt ja, also ich finde, es gibt immer noch Artists, die tatsächlich einfach nur für ihr Auftreten auf Social Media bekannt sind und nicht wirklich für die Musik und dann aber von Veranstaltern gebucht werden, weil die wissen, okay, die hat Reichweite, die ist irgendwie bekannt, dann wird sie bestimmt Tickets verkaufen. Ja. Aber die zeigen dann meistens nicht wirklich was von irgendwie Talent auf ihren Plattformen, sondern ja, es geht schon oft auch um Aussehen. Voll, das ist ja auch was eigentlich Thema, was wir im Podcast auch schon früher öfter hatten, dass halt dieses so, was bringt man denn eigentlich mit an den Tisch? So, und was ist denn eigentlich deine Kunst sozusagen? Weil am Ende des Tages sollte ja da im besten Fall Kunst auf der Bühne stehen. Kunst ist auch ein Produkt so und muss irgendwie sich den Maßstäben vom Markt aussetzen oder dem stellen sozusagen. Aber ich sehe das auch so, es ist schon kritisch zu betrachten, dass teilweise ich mir denke, so, okay, gut, das ist halt jetzt wirklich einfach nur noch glatt. So, es geht nur noch darum, dass es irgendwie mit möglichst vielen Menschen auf einmal resoniert. Und das ist halt dann Sex Sells ganz oft auch teilweise nur. Und das finde ich dann auch immer schade. Ich finde, es ist halt dann eher spannend oder schön zu sehen, dass es dann oft auch mal so einen guten Mittelweg geht oder dass man merkt, okay, gut, man ist ein aalglattes, oder nicht ein aalglattes, sondern man ist ein gutes Produkt, aber man hat eben auch diesen Spirit von der Kunst nicht verloren und man hat das mit drin. Und ich finde, das ist ja genau diese Königsdisziplin, dass du halt es schaffst, irgendwie beides
abzudecken, dass du Spirit drin hast, aber dass du halt dich auch wirklich gut vermarkten kannst. Ja, ich finde, es spricht auch gar nichts dagegen. Also es soll jeder sich bitte so anziehen, wie er möchte. Wenn er sich so als Marke im Gesamtbild irgendwie verkaufen möchte und da Ideen dahinter sind, dann soll das jeder so machen. Wenn jemand sich so darstellen möchte, dann okay. Aber ich finde, irgendwo muss es halt immer noch um die Musik gehen. Und wenn du das trotzdem hinbekommst, das miteinander zu verbinden, dann ist ja alles gut. Ja. Aber wenn du dich dahin stellst und weiß ich nicht, dich halt einfach deinen Körper präsentierst oder das hat halt einfach nichts mehr so richtig mit Musik zu tun. Dann zeigst du den Leuten irgendwie, dann hast du auch wahrscheinlich nur männliche Fans oder so und ich weiß nicht, keine Ahnung, ich finde es geht so ein bisschen von dem weg, was wir alle eigentlich wollen. Ja, voll, weil am Ende wollen wir eigentlich, soll es ja um Musik gehen. Also ich finde, das ist tatsächlich so, ich habe ja vor ein paar Tagen dieses Reel gemacht aus dem aktuellen Anlass und dann so ein bisschen das, was passiert ist, gerade in diesen Steer-Files und so weiter, es geht ja eigentlich um was ganz anderes, es geht um Machtmissbrauch letzten Endes. Aber ich habe da versucht, in diesem Reel so ein bisschen den Bogen zu spannen zu diesem größeren Problem, dass wir ja eigentlich auf einem Rave so ein bisschen den Bezug dazu verloren haben, so wie der Markt funktioniert, dass es ja eigentlich schon auch, also es geht um Musik, aber es geht bei einem Rave, glaube ich, schon noch so ein bisschen um Identität. Es geht darum, man geht dahin, wie du sagst, du gehst was sonst immer im Pearl feiern oder auf irgendwelchen Partys, wo es darum geht, wo es um Pseudo-Identität geht. Es geht darum, so was bilde ich ab, was stelle ich dar und so weiter. Und auf einem Rave, als ich zum ersten Mal irgendwie auf Techno war, habe ich gemerkt, auch so, okay, krass, hier bin ich mit mir selbst konfrontiert erstmal. Ja. Und dann eben mit dem großen Ganzen, mit dem Sein und dann verbindet man sich eben über dieses Gemeinschaftsgefühl. Und ich finde, das hat eben diesen Gedanken zu, okay, bei Rave geht es nicht nur um Musik, die Musik ist dann so, für mich persönlich hat sie einen extrem emotionalen Bezug tatsächlich, weil ich dazu, für Musik, das ist so mein Safe Space und mein Zufluchtsort eben emotional. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, es gibt in mir auch eine Ebene und bei ganz vielen Leuten eine Ebene, dass Musik Identität ist und auch dieses so, Rave hat mir Identität gegeben. Die Rave-Szene, die Kultur hat mir Identität gegeben. Und wenn dann jemand auf der Bühne steht, mit dem ich mich identifizieren kann, dann reicht das für viele Leute schon. Und wenn identifizieren heißt, das ist das Traumkörperbild, dem ich gerne hinterher eile, dann reicht es leider für richtig viele Leute schon, weil es ist dann einfach nur die Plattform, die Bühne. Und ich finde das auch immer wahnsinnig schade, weil ich mir denke, okay, gut, wir müssen jetzt nicht uns was vormachen und sagen, wir sind super die kultivierten Techno ist voll abstrakt und eröffnet diese Bewusstseinsebenen hier. Das ist auch wahr irgendwie ein bisschen, aber ich finde, man muss zumindest schauen, dass die Leute, die da auf der Bühne stehen, dass man die richtigen Leute famous macht. So, wo man sagt, okay, gut, ich habe das Gefühl, da geht es um Kunst, da geht es um irgendeine deepere Message, die ich irgendwie verteilen will. Und wenn es einfach nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, und das die deepere Message ist. So, jetzt habe ich ganz viel ganz viel gesammelt tatsächlich, aber es soll ja mal kurz den Schwenk mitzunehmen, aber es soll ja noch weiter um dich gehen. Ich habe tatsächlich mal die Frage noch, du spielst ja extrem viele Genres. Weil du extrem viele Genres feierst auch einfach. Ja, aber das kam tatsächlich so zustande, dass ich ursprünglich gar nicht wusste, was das alles für Genren oder Genres. Genri. Ja. Ja, Genri nennen wir sie da. Das ist Genau. Offizieller Plural Genri. Ja, ich wusste, ich konnte die nicht so richtig zuordnen. Ich dachte halt einfach, als ich gerade in diese Musik rein bin, ich dachte einfach, das ist alles Techno. Ja. Weil für mich war das einfach alles schneller. Oh nein, sag das den Gatekeeper nicht. Ja, auf jeden Fall. Gibt's gleich richtig Ärger, ja. Nee, ich habe einfach tatsächlich vor meinem ersten Auftritt in meine Lieblingsplaylists reingeguckt und habe geguckt, was da alles ist. Habe gemerkt, okay, das hört sich alles schon ein bisschen unterschiedlich an und ich glaube, das ist auch nicht alles dasselbe Genre, aber ich würde es gerne irgendwie verbinden miteinander. Ja. Und ich wollte mich ja nicht auf eine Sache fokussieren oder irgendwie beschränken, weil warum solltest du nicht mehrere Genres spielen können, wenn du... Warte mal, jetzt habe ich den Faden verloren. Wenn du Bock drauf hast. So, ja, genau. Da musst du wieder an Genres denken. Ja. Ja, also ich glaube, ich habe mich einfach damit auseinandergesetzt, wie
baue ich mir dann irgendwie so ein Set, dass es Sinn macht. Ich habe am Anfang tatsächlich, das war wie so eine Formel, so eine zusammengesetzte. Ich habe mir dann immer so Bausteine gebildet. Okay, ich glaube, das ist dann halt Trance. Ich wusste das tatsächlich erst im Nachhinein dann von anderen, dass die mir gesagt haben, Anni, das ist Trance. Das spielst du, okay, krass. Weiß, kurz wissen. So. Und dann, jetzt mittlerweile weiß ich es natürlich, aber ich habe dann immer so ein Kästchen gedacht, okay, dann mache ich jetzt hier mal kurz so einen Balken Trance und dann kommt dann hier Hard Techno, dann kommt dann Hard Techno mit einer Psy-Bassline, dann kann ich vielleicht Trance, weil das ja auch im Hintergrund eine leichte Psy-Bassline hat, kann ich das mit Psy dann verbinden. Okay, wenn ich jetzt Schranz spiele, ist ja auch ein bisschen Rumble drin, kann ich das auch mit Psy. Genau, und Schranz hat ja auch mit dieses Galoppierende. Richtig. Dieses Galoppierende, was dann irgendwie mit in die Psy-Bassline reinpasst. Genau, dann habe ich halt geguckt, okay, wie kriege ich das hin, dass ich das alles miteinander verbinde und dass ich irgendwie so einen Effekt bei den Leuten erzeuge, wo sie denken, oh krass, ich habe richtig Bock darauf, das hört sich voll geil an. Und ich liebe diese Überraschungsmomente, so, wo keiner jetzt erwarten könnte, was kommt jetzt, spielst du 15 Minuten Schranz und dann kommt plötzlich halt so ein übelster Psy. Dementsprechend gehe ich auch von aus, du bereitest das nicht groß vor, sondern du lässt das halt fließen irgendwie, oder? Ich bereite es nicht groß vor, außer bei großen Sachen, wo ich weiß, okay, da will ich jetzt nicht suchen. Ja. Also will jetzt Ja, da ist die Situation ein bisschen angespannter, dann, wenn wir auf so einer großen Bühne. Ja, da bereite ich schon eher vor. Du kannst natürlich nie genau planen, weil du musst natürlich dann die Crowd lesen, gucken, wie kommt es überhaupt an. Ja. Sich gut ankommen, musst du dann umdenken. Aber ich mache mir meistens dann bei größeren Sachen, mache ich mir dann so eine ungefähre Struktur und dann die probiere ich mich zu halten. Ja. Und dann habe ich dann halt so eine Backup-Playlist, wo alles drin ist. Kriegst du das hin, die Crowd zu lesen bei größeren Sachen? Weil ich finde das halt wahnsinnig schwierig. Ich mache es mit dem Gehör. Also wie so Resonanzen sind quasi, oder? Ich gucke, wo wird gejubelt und wo eher nicht. Ja. Ich habe das manchmal zum Beispiel, es kommt auch von Land zu Land tatsächlich drauf an, was da gut ankommt. Check ich voll, ja. Ja, in Frankreich zum Beispiel, die feiern Schranz gar nicht so. Das ist mir ganz oft aufgefallen. Ja. Ich hatte zum Beispiel, ich weiß nicht, wo das war, ich glaube in Italien. Da mochten die, glaube ich, die Psy-Basslines nicht so. Und dann habe ich irgendwas Richtung Hardtechno gespielt. Alle waren so, wow. Ja. Also, und das ist super unterschiedlich. Und dann muss ich natürlich in dem Moment gucken, okay, egal wie krass jetzt dieser Übergang ist, scheinbar feiern die keinen Psy-Drops, dann muss ich halt jetzt halt was anderes spielen. Ich finde es immer interessant, wenn man auf dem Land spielt oder in kleineren Clubs, irgendwo so Dorfgegend oder irgendwo in der Walachei. Dann kannst du je doller, desto besser. Da kannst du Uptempo-Kicks spielen, da kannst du Raw-Style so richtig draufhauen. Ja. Und die feiern es auch komplett, wenn du einfach mal so einen richtig dreckigen Hardtech-Track, irgendwie so Panzerband und billiges Crack irgendwie reinhaust oder so. Dann Ja, so in kleinen Clubs. Ich finde, da kannst du auch mehr machen. Ja. Ja. Ja, da hast du auch die direktere Resonanz tatsächlich, weil das ist das, was ich gerade meinte, wenn du so die Bühne hast und du hast den Abstand zu den Leuten, fällt es mir über wahnsinnig schwer, die Leute zu lesen. Also man muss ja in seiner Sache sowieso dann relativ selbstsicher sein, aber ich finde, man muss dann noch selbstsicherer sein in der Art und Weise, weil es viel mehr dieses Show-mäßig hat. Also dieses, ich stelle mich jetzt hin, ich präsentiere euch jetzt was und das ist schon von vornherein so, deliver ich auch die Energy sozusagen. Das kann ich auch gar nicht. Ja. Also was heißt, kann ich nicht, muss lernen. Also ich bin dabei, es zu lernen, aber auch die ersten Male, wo ich vor so einer richtig großen Bühne stand, also ich wusste ehrlich nicht, wie ich damit umgehen soll in dem Moment, weil ich mir dachte, okay, du hörst die Leute nicht, du siehst die Leute nicht, sie sind halt so weit weg und du bist ja, es ist ja übelst laut in diesem ganzen Raum und du hast dann deine Monitorbox und die müssen ja dann noch lauter sein, dass du halt den Hall im Raum nicht hörst. Ja. Das heißt, du hast dann übelst, also richtig laute Monitore und hörst dann die Leute eigentlich kaum. Dann hast du noch Gehörschutz drin. Und dann hörst du nur in so einer langen Break, wo wirklich Ruhe ist, hörst du überhaupt was. Da hörst du vielleicht mal irgendwo so ein Wupp, aber sonst hörst du eigentlich nichts. Das heißt, du bist eigentlich dann da oben und feierst für dich selber so ein bisschen. Und das wird dir dann natürlich aber auch noch angekreidet, so von den Gatekeepers und so weiter. Ich finde tatsächlich so, wo für mich die größte Challenge war tatsächlich in Holland. Also ich finde die holländische oder niederländische Crowd, die ist ja da auch so ganz anders sozialisiert auf Raves oder auf Hardstyle, Hardcore und so weiter, weil die ja wirklich, die haben ja, bei denen ist das ja wirklich so seit 20 Jahren Kommerz oder kommerziell oder kommerzialisiert, wie auch immer. Das heißt, die gehen da auch ganz anders hin. Die gehen da hin und sagen, ich gebe jetzt Geld und dann will ich aber auch eine Show haben. Ja. Und dann ist das wirklich so dieses Effektum so, ja, Äffchen, tanz mal, so mäßig. Also so habe ich mich da teilweise mal gefühlt, die feiern es natürlich schon auch. Ich will das gar nicht jetzt irgendwie ins Negative reden. Aber ich habe gemerkt, okay, da ist der Anspruch mit dem, wie die Leute da hingehen und sagen, sie möchten jetzt was erleben, ist ganz anderer. Weil die wirklich viel konzentrierter noch auf die Bühnen sind, als auf das Drumherum. Das habe ich tatsächlich
auch ähnlich so mitbekommen. Also nicht zu 100%, weil ich habe schon, also ich finde, ich merke, wenn das meine Fans sind, dann ich sehe die Leute, ich weiß, wie die mich angucken und dann weiß ich, okay, die wissen, wer ich bin, die wissen, was sie hier erwarten, die kennen mich irgendwie von Social Media oder auch einfach von, weiß ich schon mal, bei Gigs waren oder so. Ich erkenne das bei den Leuten. Und dann gibt es aber auch so skeptische Gesichter, wo du noch nicht weißt, gefällt es denen oder nicht. Und ich glaube, die Leute meinst du, die dann halt so erstmal beobachten, so, wer ist sie, was macht sie da und Ja, genau. ja, die Erfahrung hatte ich so auch. Ich glaube, hatte ich da das erste Mal, wo ich meinen Gig hatte, ich glaube, das war in Amsterdam, war das für Teletech? Weiß ich nicht mehr genau, aber es war ein komplettes Industrial-Event. Also alles. Und dann kam ich. Also ich habe dann das Closing da gespielt. Ja. Ich dachte, so kacke, was mache ich jetzt? Ja. Aber ich also ich habe keine Industrial-Tricks, vielleicht 3. Mehr habe ich nicht. Und, also das heißt, du hast dich jetzt auch, sollte ich schon unterbrechen, du hast dich jetzt auch gerade nicht so adaptiert weil Industrial ist ja jetzt gerade überall und geht ja gerade voll ab. Also das heißt, du hast jetzt auch immer noch nur 3 Industrial-Tracks, die du halt feierst. Aber ja, ich feiere das. Also ich habe halt ein paar, wo ich den Drop einfach, der kommt dann halt so unerwartet doll und krass. Ja. Dann finde ich es wieder lustig, dann finde ich es cool. Ja, ist halt ein Gimmick so, ne? Genau. Ja. Aber nicht durchgehen, weil für mich fehlt da der Bass einfach. Also, Ja, check ich. Ja, weil es ist für mich halt irgendwie kalt. Ja, und es ist halt diese Wärme fehlt, die einen irgendwie so. Ja, das ist halt, weiß ich nicht, ich habe mir mal so ein pur Industrial Set angehört gehabt von jemandem und ich habe da keinen Unterschied von Track zu Track gehört. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nur an dem DJ lag oder ob es jetzt die Musikrichtung ist, aber für mich war das alles zu eintönig. Ja, also ich könnte es nicht durchgehend spielen. Ich finde es zwischendurch mal lustig, das reinzuhauen, aber für mich wäre das, glaube ich, nichts für ein ganzes Set. So. Ja, check ich. Wie bist du auf die Idee eigentlich gekommen, so 60 DJs in einen Raum zu verfrachten? Wie kam das zustande? Ja, ich habe Oder ein Stream, also ein Set sozusagen? Ja, wir haben uns da, ich glaube, es gab sowas Ähnliches schon mal in der Rap-Szene. Das wusste ich aber tatsächlich gar nicht. Es hat mir dann Ersin, mein Manager, hat dann erzählt gehabt. Aber ich dachte, es wäre irgendwie ziemlich cool, das Ganze umzudrehen, anstatt ein DJ 60 Minuten lang spielen zu lassen, 60 DJs einen Track spielen zu lassen. Ja, witzig. Und ich wollte halt irgendwie erstmal, also ich habe mir natürlich dann hatte auch schon Hintergedanken dabei, zu gucken, okay, du willst jetzt halt irgendwie ein Streaming-Format daraus aus deinen Videos, die du sowieso schon jeden Dienstag da postest auf Instagram, gründen und dachte mir, gut, du musst jetzt auch irgendwie Aufmerksamkeit generieren. Ja. Und dachte, gut, dann machen wir das halt direkt mit etwas, was es jetzt noch nicht so oft gab. Ja. Und habe halt. Kommt es nochmal irgendwann? Ja, sehr bald. Ja. Sehr bald, okay, cool. Witzig, ich bin gespannt. Der muss ja auch noch schreiben. Ja, cool. Ja, ich fand die Idee richtig witzig damals und dachte so, ey, komm, let's go. Es ist einfach total crazy, das mal zu machen. Und es ist ja auch eine witzige Hausparty dann daraus entstanden. Das war auf jeden Fall voll. Ja, voll. Ich muss sagen, mir auch ein bisschen zu voll. Ich bin da so ein bisschen immer auf den Hauspartys so reizüberflutet, da kickt irgendwie irgendwas in mir und ist dann so, Flucht. Ja, ich kann es voll verstehen. Ich wusste auch gar nicht, also wie wir das machen sollen, weil ich habe das vorher so probiert auszurechnen, okay, wie viel Platz hätte jede Person, wenn hier wirklich 60 Leute drin stehen. Ich dachte, okay, es wird schon zu viel. DJs aus Bodenhaltung dann quasi. Ja, deswegen habe ich dann allen Slots gegeben gehabt und meinte dann so, hier, die ersten 20 kommen von da bis da ungefähr, aber ich wollte natürlich auch keinen rauswerfen. Ja. Vor allem für die irgendwie von Weitschen angereist sind ja Leute aus der Schweiz extra gekommen. Und so. Ich dachte mir, okay, die kann ich jetzt nicht für eine Stunde hier reinholen und dann, das geht nicht, aber es war auf jeden Fall eine super witzige Nummer. Wir machen das auf jeden Fall öfter. Cool. Haben überlegt, das auch nochmal zu erweitern. Vielleicht eine mit 100. Aber dann nicht in der Wohnung, oder? Doch, aber da müssen wir das dann strenger machen. Okay, crazy, ja. Ja, sind wir uns noch nicht ganz sicher, wie und wann, aber eventuell machen wir das. Haben die Nachbarn sich gemeldet eigentlich? Der Stream heißt ja Sorry Neighbors. Aber tatsächlich sind die echt cool. Also die ist ein einziges Mal. Die sind halt gewohnt in Neukölln. Also. Ja, ich meine, es ist ja auch tagsüber gewesen und auch wenn ich Musik mache, ist es tatsächlich nur tagsüber. Also da passiert eigentlich echt nichts. Es ist nur, tatsächlich hat mich dann, weil mein Paket bei der Nachbarin unter mir angekommen ist, ich habe es abgeholt und sie hat mich dann gefragt und meinte nur so, ja, bist du DJ? Ich meinte so, ja. Also, cool, meine Tochter auch, aber sie legt nicht so einen harten Techno auf wie du. Es wäre vielleicht cool, wenn du das nächste Mal, wenn du mit deinen Freunden da bist, ein bisschen den Bass runterdrehen kannst. Ich war so, alles gut, das war jetzt nur einmal, dass da so viele auch da waren und so.
Die sind echt cool. Das Okay, entspannt. Cool, ja, da ist man dann dankbar drum als DJ oder generell, wenn man Techno hört, um die Nachbarn, wenn die chillen. Ja, voll. Also ich glaube, würde ich das jetzt irgendwo in Zehlendorf oder so machen, das ist keine Chance. Ja, Weil, ja. ja, check ich. Du meinst gerade schon so, es sind DJs auch aus der Schweiz angereist und das Thema Traveln steht bei mir auch als nächste Frage. Boah, das ist aber die Überleitung jetzt wirklich. Das Thema Traveln steht bei mir auch hier. Was machst du bei Travel Langeweile? Hast du das? Also du bist ja deutlich mehr wahrscheinlich am Reisen als ich jetzt zum Beispiel. Und ich finde ja, es gibt immer in diesem Job zwei Sachen. Das eine reine Auflegen, also die Show, das, was man da macht und so weiter. Ja. Und der andere große Job ist Traveln. Ich finde, Ja. Traveln das unterschätzen halt viele, wenn man das halt nicht kennt oder gewohnt ist. Das ist halt wahnsinnig anstrengend. Vor allem dieses, was es sich mit sich bringt, dieses im Arsch sein und dann auf der Bühne aber stehen müssen und so weiter. Aber die Frage ist ganz trivialer. Hast du irgendwas, was machst du beim Traveln? So. Beim Musikproduzieren geht ja auch nicht immer und Nee, produktiv sein. ganz selten mache ich das schon, aber irgendwie bist du dann auch müde und bist nicht immer so motiviert. Aber tatsächlich schneide ich meine Videos dann. Also, Ja, krass. Also, und du schneidest deine Videos dann auch selber? Ja, in den meisten Fällen schon. Also nicht immer. Ich bin gerade dabei, mit Leuten zu arbeiten, die das vielleicht dann auch für mich übernehmen können. Aber ich war jetzt in der Vergangenheit einfach nicht so zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Und naja, dann habe ich halt ein paar Videos selber geschnitten. Die sind dann viral gegangen. Dachte ich mir, gut, wenn ich das selber hinbekomme, dass die viral gehen und die meinen Vorstellungen entsprechen, warum sollte ich das dann nicht machen? Also klar, am liebsten würde ich das abgeben. Ja. Ich würde es wirklich nicht, also ich habe tatsächlich eigentlich keine Zeit dafür, aber ich würde sagen, es ist nicht so leicht, jemanden zu finden, der auch das Auge hat, was du selber hast. Check ich komplett. Also Ja. ich glaube, das Team hier hinter den Kameras kennt mich auch. Ich bin auch immer so richtig Fanat und muss mich auch selber immer hier von allem überzeugen und so weiter, wie die Kameras stehen. Und da kann ich sehr gut nachvollziehen. Also man ist ja da selber in seiner verkopften Vision erstmal so ein bisschen drin oder Ja. in seiner eigenen Vision sozusagen. Das Es- ist dann manchmal schwer abzugeben auch. Es soll auch gar nicht irgendwie arrogant rüberkommen, dass ich denke, wow, ich kann das viel besser. Bestimmt nicht. Also ich habe halt angefangen mit CapCut und habe gesehen, das hat auch eine Multicam-Funktion tatsächlich. Fand ich ganz cool. Dann bin ich aber auf DaVinci rüber, weil alle meinten, nee, komm, musst du schon, wenn du richtig schneidest, dann halt DaVinci benutzen. Habe ich mir jetzt auch beigebracht, aber Steht bei mir auch noch an tatsächlich Ja. gerade. aber es wäre mir tatsächlich lieber, würde es jemand anderes machen, nur es ist ziemlich schwer. Also wenn du jemanden hast, der deine Videos bearbeiten soll und du musst ihm bis ins Detail dann sagen, wie es sein soll, dann denke ich mir, okay, ich glaube, ich hätte es jetzt tatsächlich schneller einfach selber gemacht, als der Person das über 3 Tage zu erklären, hier, mach mal das besser und dann kriegst du das zurück und dann stimmt aber irgendwas wieder nicht und dann musst du wieder alles neu machen. Und ich glaube, bis du da jemanden findest, der wirklich genau so arbeitet, wie du es dir auch vorstellst, kann halt ein bisschen dauern. Ja. Und solange mache ich, so gut es geht, dann halt die Videos, wie ich sie denke, dass sie. Ja, das check ich auf jeden Fall. Hast du beim Traveln irgendwie, wir hatten gerade das Thema mit, man kann ja manchmal nicht so richtig gut, also kriegt nichts zu essen beim Traveln und muss dann irgendwie darauf zurückgreifen oder hoffen, dass der Rider, also dass die Leute das holen oder bringen, was beim Rider wirklich mal drinsteht. Aber hast du so ein Lifehack, so ein Snack, was man sich am Flughafen manchmal holen kann? Ich nehme mir einen riesen Haufen Proteinriegel mit. Also ich habe ich habe für jedes Wochenende, ich habe immer für alle Notfälle, ich habe mindestens 10 dabei. Stark. Ja, weil die machen halt satt. Das haben nicht so viele Kalorien wie andere. Und also ich esse davon schon manchmal mindestens 5, 6 am Wochenende. Okay, stark. Wenn ich dann irgendwie also es kommt schon vor, dass du dann entweder kein Frühstück hast, weil du nur 1 Stunde so einen Schlaf hättest oder so, dann isst du halt Proteinriegel und dann ist gut. Und weiß ich nicht, ich will jetzt keine Werbung machen, weil die von sind schon echt geil. Sind echt geil. Arzt, das schneiden wir raus, dann machen wir einen Piepser drüber. Ihr müsst uns erst Geld geben, damit der Piepser entfernt wird. Ich finde Onigiri ist ganz geil.
Ich habe die vor kurzem entdeckt. Kennst du die? Diese kleinen Reisdreiecke, die in diesem so Sushi-Blättern irgendwie. Aber wenn du die irgendwie. Die sind so geil, wirklich. Aber wenn du da irgendwie so Thunfisch oder sowas drin hast oder Lachs oder so, dann habe ich mir Schiss, dass es dann nicht mehr gut ist nachher. Ja, da bin ich ein bisschen monkig. So. Ja? Aber ich denke mir dann immer so, okay, gut, den Tod muss ich jetzt sterben. Also, Okay. also wenn's, ich hab zum Glück, ich glaube, ich habe auch einfach so einen krassen Saumagen. Mich kann irgendwie da nichts zerstören, sozusagen. Beim Traveln und auch so generell, ich meinte das gerade schon mit dem, wenn man ja unterwegs ist, dann hat man ganz oft das Problem, man hat einen Gig gespielt, zurück ins Hotelzimmer, 3 Stunden Schlaf, aufstehen, nochmal was beim Frühstück irgendwie abgreifen, rein, rüber traveln, ganzen Tag am Traveln, ankommen, schon wieder den ganzen Tag irgendwie nur getravelt. Dann nochmal schnell was essen, dann wieder mal 3-4 Stunden vielleicht im Hotelzimmer pennen, auf die Bühne und eigentlich sich fühlen, als ob man irgendwie von einem Traktor überfahren worden wäre. Und dann aber eben genau das Gegenteil abbilden. Nämlich volle Energie, voll on top und so weiter. Und dann aber wieder zurück und so weiter. Also man hat ja unter der Woche ist es vielleicht bei dir wie bei mir auch so relativ entspannt. Ja. So, man hat vielleicht was zu tun und hier und da, aber am Wochenende ist es ja wirklich so eine Achterbahnfahrt der Physiologie der eigenen sozusagen. Ja, komplett. Ja. Hast du, wie ist es so mental health mäßig? Hast du da irgendwie Rituale oder Methoden, um zu sagen, okay, gut, das ist dann jetzt so, egal wer gerade mit mir travelt, nerv ich mal nicht, ich muss jetzt diese halbe Stunde das machen, damit ich irgendwie wieder zu mir finde? Oder wie achtest du auf Mental Health sozusagen? So Ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe oder wo ich gerade dabei bin, das zu lernen, ist Routinen zu schaffen. Weil, also ich bin schon auf jeden Fall, ich habe übelst ADHS, bin ein richtig chaotischer Mensch auch, aber in gewissen Punkten muss irgendwie eine Ordnung sein und eine Routine, dass ich funktioniere. Also sowas wie, dass du halt zumindest unter der Woche dann Schlaf hast und irgendwie geregelten Schlaf hast, dann da geregelt Essen hast und dass du da Sport regenerieren kannst wenigstens. Ja, genau, und dass du dann, also viel Sport auch und ja, ich glaube, das ist es hauptsächlich, dass ich halt weiß, was ich unter der Woche zu tun habe, dass das auf jeden Fall schon organisiert ist, dass bist du halt, weiß ich nicht, wenn du jetzt vom Wochenende halt übelst tot bist und dann durchhängst und denkst, boah, nee, darauf muss ich jetzt erst mal 3 Tage wieder klarkommen, dann, weiß ich nicht, hast du dann wieder nichts geschafft in den 3 Tagen, dann ist es dann irgendwie so ein Kreislauf, der irgendwie die ganze Zeit rumgeht. Deshalb, also ich mache das immer so, dass wenn ich jetzt am Wochenende kaum Schlaf hatte, wenn ich am Sonntag zurück bin, ich gehe übelst früh schlafen abends und dann probiere ich am nächsten Morgen aber trotzdem wieder ganz normal aufzustehen. Kriegst du das hin, so, dass du dann wirklich früh schlafen gehst und sagst, okay, ich schalte jetzt ab, was alles da war. Hier, ich war jetzt Superheldin am Wochenende, aber jetzt halt wieder. Meistens schon. Ja. Also ich meine, am Anfang war es nicht so leicht, weil du musst ja auch irgendwie alles das verarbeiten, was am Wochenende so passiert ist. Ja. Und aber ich glaube, vom Müdigkeitslevel her fällt es mir immer leichter, schnell einzuschlafen. Ja. Das geht eigentlich. Also ich schlafe unter einer Minute ein. Das geht richtig schnell. Crazy. Ja. Das ist auch eine Superkraft auf jeden Fall. Das ist auch eine Superkraft. Ich habe eher die Superkraft, so wenn ich einschlafe, dann schlafe ich durch, immer. Ich kann nichts aufwecken, aber eher so, dass ich beim Einschlafen dann eher Probleme hätte quasi. Ja. Ich habe auch ein paar Quatschfragen mitgebracht. Weil wir sind ja auch ein Quatsch-Podcast hier und da irgendwo mal. Nee, so quatschig ist die Frage eigentlich gar nicht. Wie gehst du mit Winterdepressionen um? Wir haben jetzt gerade, ich habe gemerkt, es ist so mitten Ende Februar und also wirklich, also heute war der erste sonnige Tag, aber wenn der nicht gekommen wäre, ich glaube, ich wäre wirklich jetzt wirklich am Rande vom Wahnsinn gelandet langsam. Wie ist es bei dir? Neukölln ist ja auch heavy so mit... Ja, es geht. Also ich finde, bei mir ist immer ganz wichtig, dass alles hell ist. Also meine Wohnung ist sehr hell, da ist überall, in jedem Zimmer muss Licht sein. Das ist ja auch im Dachgeschoss. Genau, ja, es muss auf jeden Fall überall Licht sein. Das war mir das Wichtigste, als ich in die Wohnung rein bin. Dann genau dasselbe, auch wieder Routinen, Sport. Und ich bin tatsächlich jeden Januar weg. Also wir waren diesmal in Chile, da waren wir dann jetzt diesmal, glaube ich, nur 2 Wochen. Wir wollen nächstes Jahr aber wahrscheinlich einen ganzen Monat machen dann. Aber so kam mir jetzt der Winter vor, als wäre es nur ein Monat. Und ja, stark. Das war schon echt nice. Ja, das ist gut, wenn man fliehen kann. Also du sagst Lichttherapie auf jeden Fall. Ja, für mich ist es wirklich das Auto, weil ich hatte damals schon irgendwie Probleme dann auch mit Mental Health und so. Und da hat für mich tatsächlich Licht eine richtig große Rolle gespielt. Ja. Also ich habe gemerkt, wenn ich irgendwie in einem Zimmer war, weiß ich nicht, mein Zimmer war damals im Keller und dann
hast du da halt nicht so viel Licht und so. Das hatte ich auch mal für 2 Jahre. Das ist schon anstrengend, wirklich. Dann jeden Tag bis 16 Uhr geschlafen, dann über eine Nacht irgendwie nicht wirklich geschlafen. Also es war eine ganz komische Zeit und dann dachte ich mir, nee, du wirst jetzt einfach geweckt vom Tageslicht bis 7 Uhr morgens wach und dann geht's los. Ja, das ist auch das Beste irgendwie so. Check ich komplett. Was ist der beste Döner in Neukölln? Es gibt eigentlich nur eine Antwort. Das merke ich selber gerade. Ja, ich weiß noch nicht mal wieder, also ich glaube, der ist bei mir um die Ecke, ich weiß aber nicht mehr, wie der heißt. Der ist bei dir um die Ecke tatsächlich. Ja, aber ich habe, heißt der nee. Ja, genau. Doch, Imren? Ja, Imren, ja. Ja, für den mache ich gerne Imren. kostenlos. Irgendwie geht zu Imren-Döner, der ist geil. Ja? Nee, aber isst du Fleisch? Ja. So. Okay, ja, dann, ja, du kennst ihn, sonst hätte ich ihn dir nochmal empfohlen, auf jeden Fall. Der ist echt krass. Da war ich früher nach jedem Race. Ja. Ja, das ist auch sehr, sehr geiler Döner, weil der so nicht dieses Hackfleisch hat, sondern so richtig geil. Ja, der hat so anderes Fleisch. Fleisch. Der Hammel ist es, glaube ich, so. Echt? Ja, also, aber es ist vor allem echtes Fleisch. So, das hat man gar nicht so oft in Berlin auf den Dönerspießen. Was geht eigentlich bei dir auf TikTok? Also nicht auf deinem Channel, sondern wenn du jetzt so TikTok aufmachst, was ist denn dein Feed, in deinem Algorithmus? Ich bin gar nicht mehr so oft tatsächlich auf TikTok. Oder auf Insta? Ja. Oder auf YouTube Shorts? Keine Ahnung. Ja, ich bin gar nicht mehr so gern allgemein am Handy, weil ich werde halt immer, das ist für mich irgendwie wie Arbeit geworden. Ich probiere dann immer irgendwie mit einem anderen Profil oder so, dann halt, wenn ich mal privat scrollen will, reinzugehen. Aber das Problem ist ja, dass der Algorithmus sich merkt, was für Content du dir anschaust. Das heißt, wenn du nicht die ganze Zeit Content hast, der von deinem Gebiet ist, also wenn ich da nicht die ganze Zeit Videos von anderen Artists oder von Musikproduktion oder irgendwie sowas angucke, dann werden deine Videos tatsächlich auch nicht so vielen Leuten ausgestrahlt. Ja. Das heißt, ich probiere da bewusst also natürlich macht es mir auch Spaß, andere Artists anzugucken, dann halt auch probiere dann meine For You damit zu füllen, aber normalerweise gucke ich mir halt absoluten Quatsch an. Also immer, so wenn ich irgendwie was für wirklich, Quatsch? weiß ich nicht, sowas wie da jetzt in letzter Zeit irgendwie so ein Fitnessfilm, wie ich vorhin erzählt habe, so ein Tiramisu aus Reiswaffeln und Magerquark. Das ist ein crazy Tipp. Kannst du das nochmal erzählen gerade, das Rezept? Weil ich werd das safe ausprobieren. Das haben bestimmt schon voll viele gesehen, aber das ist richtig geil. Also du nimmst dir 3 Reiswaffeln und tunkst dir einen Kaffee, bis die so ein bisschen matschig werden, aber nicht zu doll, sonst fallen die auseinander. Dann stapelst du die übereinander und dazwischen hast du halt so eine Füllung, die besteht aus Magerquark oder Skyr oder so und Naturjoghurt und dann kannst du für die Süße noch einen Teelöffel ist viel, Teelöffel Honig kannst du reinmachen und dann hast du deine Paste da. Dann hast du einen Reiswaffel, dann wieder die Soße Dann schichtest du das so übereinander, auf. Ja. genau. Und dann oben nochmal den Joghurt drauf und ganz oben drauf, das Wichtigste, kommt dann Kakaopulver. Nicht der süße, der normale, also Backkakaopulver. Und das war's. Es dauert 3 Minuten. Und geht hart, sagst du? Das ist richtig geil. Ja. Okay. Esse ich jeden Tag fast. Check. Probiert es aus auf jeden Fall. Ich werde es selber ausprobieren. Ich hatte es schon ein bisschen geguckt, wo du es gesagt hast. Ich habe ja auch dieses Rezept, irgendwie, was noch nicht war, mit weißen Monster und Skyr direkt ausprobiert. Und kann ich wirklich an der Stelle, so ihr habt mich das auch mal gefragt, so, ich kann das echt empfehlen. Das ist ziemlich geil. Das schmeckt wie so Buttermilch einfach. Ja. Müsst ihr aufs Mischverhältnis achten. Skyr und Monster muss sich genau die Waage halten, dann funktioniert es aber sehr, sehr gut auf jeden Fall. Okay. Kann ich an der Stelle sagen. Gehst du selber überhaupt noch feiern? Nee, also ich würde es gerne tatsächlich. Und ich habe auch mir vorgenommen, also ich plane es jetzt lange im Voraus, wenn ich feiern gehe. Dann, wenn ich zum Beispiel weiß ja, High Festival ist für mich das beste Festival. Und da lege ich auf und der Rest wird dann halt gefeiert. So, ja. aber ansonsten, nee, nicht wirklich. Ich habe probiert, jetzt das ein bisschen lockerer zu sehen, dass ich vielleicht, wenn irgendwie Freunde da sind und ich in Deutschland irgendwo bei einem Event auflege, wo ich auch Leute kenne, dass ich dann da ein bisschen entspannter das angehe und dann halt schon auch irgendwie dann mal eine gute Zeit habe. Letztes Jahr war ich hier strenger da mit mir und dachte mir so, nee, du musst jetzt schlafen und dann wird morgen, weiß ich nicht, produziert oder Set vorbereiten, Video schneiden, aber jetzt, wenn ich mir meinen Plan für das ganze Jahr angucke, sehe ich halt, okay, ich bin fast gar nicht in Berlin. Ich glaube, vielleicht 1 oder 2 Mal im ganzen Jahr werde ich in Berlin sein und ansonsten bin ich nur im Ausland. Also das ganze Jahr auch schon durchgeplant? Fast komplett. Crazy, ja. Das ist krass. Und dachte mir, okay, du wirst jetzt nicht so viel in Berlin sein und in Deutschland auch nicht so wahnsinnig viel, außer in der Festival-Season, aber da kannst du dann auch nicht wirklich feiern gehen. Deswegen gucke ich gerade, okay, wenn ich jetzt irgendwo bin, wo auch Freunde von mir sind, dann machen wir uns da halt ein
lustigen Abend. Ja, Ja. nice. Ich denke mir gerade so geil, dass das ganze Jahr auch schon voll geplant ist. Also soll noch mal einer sagen, der DJ-Job hat keine Sicherheit. Ja, voll. Also an der Stelle dann auf jeden Fall schon. So, nee, krass. Ja, aber ich kenne das ja selbst. Man ist auch, und selbst wenn man so, jedes Wochenende, man ist ja auch überall die ganze Zeit auf Events. Und ich persönlich, ich bin so, wenn ich dann mal meine Zeit habe und meine Ruhe habe, dann will ich nicht unbedingt in den Club. Und dann Ja. will man auch einfach mal seine Ruhe haben, dann will man auch mal irgendwas Normales am Wochenende wieder machen, so irgendwie ins Kino gehen oder irgendwie das, was die andere, also die normale Welt irgendwie macht und so weiter. Nee, kann ich nachvollziehen. Was ich mich auch noch frage, ist so, machst du normale Sachen? Machst du andere Sachen noch irgendwie? Also Hobbys meine ich jetzt so gehst du ins Kino oder nimmt das wirklich so die Arbeit dein Leben ein, weil es dein Leben ist und deswegen dann noch keine Arbeit ist? So. Eigentlich schon, zu 90% schon. Und würde ich mir nicht aktiv die freie Zeit schaufeln, um was anderes zu machen, dann würde ich auch nur das machen. Also dann. Ja. Also ich hab zu Hause noch eine kleine Schwester. Sie ist noch sehr jung und wir machen dann manchmal was, weiß ich nicht, wir wollten jetzt nichts Go-Kart fahren gehen oder so. Oder sie kommt manchmal zu mir nach Hause, dann machen wir ein bisschen Musik oder ins Jump House oder sowas. Ja. Ich mache sowas schon ab und zu. Cool. Ich probiere das mindestens einmal im Monat mit ihr zu machen. Ich fahre auch jeden Montag zu meiner Mutter, weil ich da auch zum Tennis gehe. Ich gehe wieder privat zum Tennis, habe ich auch ewig nicht mehr gemacht. Cool. Ja, und sonst weiß ich nicht, was ich mache. Ja, aber es ist ja oft was so. Aber du hast quasi diese eine große Main Quest und das ist hauptsächlich in das. Aber das ist doch nice im Endeffekt. Also für mich ist es eher so, ich habe so zu viele kleine Sidequests und denke mir so, ich würde eigentlich ins Kino gehen, ich will eigentlich zocken mit meinen Freunden, ich will eigentlich Gitarre spielen, ich will eigentlich das machen und dann denke ich mir so, okay, gut, ich habe dafür gar nichts Zeit, weil im Endeffekt bin ich trotzdem viel an der Main Quest dran die ganze Zeit. Ja. Und dann habe ja das Problem. Du hast uns ja auch was mitgebracht, ne? Weil weil tatsächlich so, ich sage es immer wieder so, die Gäste sollen ja uns auch was mitbringen. Ja. Und was wir dann hier irgendwie so präsentieren können, darüber reden können, was hast du uns denn mitgebracht? Ich konnte es tatsächlich nicht transportieren, aber ich wollte euch eigentlich meine Kita mitbringen, die du heute auch schon mehrfach erwähnt hast. Guck mal halt mal da in die Kamera. Ja, ich hätte sie gerne live mitgebracht, aber das war heute leider nicht möglich. Deswegen nur das Foto, aber das drucke ich dir aus. Ja. Und dann kommt dann noch ein schönes Bild von mir dazu. Und dann Sehr gut, ja, bitte ein gerahmtes Bild von dir mit der Kita. So, das können wir mit machen. einem kleinen Autogramm. Aber auch dann mit KI. Da kannst du mal auf eBay verkaufen, wenn es läuft oder so. Ja, wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen gehabt. Ja, finde ich auch crazy. Das ist halt so ein Ding, was man irgendwie früher mal irgendwie in so Metal- oder in so Rock-Videos gesehen hat. Und aber standest du damit schon mal auf der Bühne eigentlich? Weil ich kenne Noch das aus den Transition Tuesday-Videos. Ich habe es ein paar Mal jetzt angeschnitten, ich habe es auch ein paar Mal probiert, aber ich muss auf jeden Fall schauen, wie ich das wirklich integriere dann. Ja. Weil das Ding ist schon echt groß. Ja. Und es ist auch angeschlossen an Kabel. Also es ist zwar du kannst ja auch ein 10-Meter-Kabel holen, und so, aber kannst ja auch verheddern. Weiß ich nicht. Es ist halt koordinativ nicht so leicht und du musst schon wissen, wo du das einbaust, weil eigentlich geht es komplett gegen das, was ich eigentlich mache mit meinem Auflegestil, weil ich benutze ja auch, also ich spiele ja auch aktuell noch auf dem Xone und da gibt es ja auch keine Effekte oder so. Ich benutze gar keine Effekte. Nichts. Ja. Ich mache ja eher, die Effekte sind ja dann eher so mit den Übergängen so kreiert. Und ich habe tatsächlich eigentlich keine Zeit für irgendwelche Effekte und irgendwas Zusätzliches. Und da müsste ich mir dann wirklich überlegen, wo passt es jetzt, wo wäre das ein richtig cooler Effekt mit der Kita, wo könnte ich dann noch was zusätzlich mit einbauen. Und das müsste man sich halt überlegen, muss man gucken, wie man das koordinativ hinbekommt und wo das in die Tracks am besten reinpassen könnte. Das ist gerade so meine Aufgabe, zu gucken, wo es geht. Ich habe schon, wie gesagt, ein paar lustige Sachen gemacht, die habe ich auch hochgeladen. Aber dass du das wirklich in einen Live-Auftritt mit einbaust, dann bin ich gerade dabei, herauszufinden, wie ich das am besten anstelle. Ja, spannend. Das habe ich nämlich schon mir als erstes irgendwie gedacht, so, okay, gut, das auf der Bühne wäre schon geil. So, werde ich auch machen. Es wird auch kommen. Ich sage zwar noch nicht was und wann. Es wird passieren. Und es wird auch richtig witzig. Sehr cool. Ja. Nice. Was steht bei dir auf dem Rider? Hast du irgendwas Besonderes da draufstehen? Ich hatte ewig lange eigentlich nur Sprudelwasser draufstehen. Dann haben wir irgendwann die Cola Zero
mit draufgenommen, aber ich habe vor kurzem erfahren, dass die gar kein Koffein hat. Nur die Cola Light hat, glaube ich, Koffein. Doch, nee, die Zero Zero hat kein Koffein. Zero? Ja, es gibt ja diese Cola Zero ohne Koffein. Ja. Die nennt man so Zero, aber Ja. und es gibt aber Cola Zero. Aber hat schon, Cola Zero hat- ja, Cola okay. Zero und Cola Light sind noch genau das gleiche. Die haben nur unterschiedliche Süßstoffe drin, soweit ich weiß. Echt jetzt? Ja. Also, ja, beide keinen kompliziert. Zucker. Also Cola Light, ich dachte mal, Cola Light hat weniger Zucker. Ja, dachte die ich hat auch. Gar keinen Zucker. Okay, krass. Tatsächlich. Ja, okay, nee, dann ist alles doch Ja, aber richtig. die hast du noch mit drauf. Also sehr humble, einfach Wasser und Cola. Genau, und dann noch ein Handtuch. Und jetzt haben wir vor kurzem überlegt, also ich weiß nicht, ob es jetzt schon draufsteht, aber ob wir Reis mit Hähnchen draufschreiben. Jetzt, wo der Fitness Ja. da ist. Ja, es geht tatsächlich darum, dass du schaffst es fast gar nicht, am Wochenende gesund zu essen. Weil Ja, check ich. du hast beim Traveln fast keine Möglichkeit. Wenn du irgendwo bist, am Flughafen oder so, find mal irgendwas, was nicht mit Brot oder so gemacht ist, Ja. was halt trotzdem noch gesund ist und was, wovon auch satt wirst. Ist übelst schwer. Ja. Ich finde tatsächlich, man kann halt dann irgendwie bei so Bäckerständen oder Backshops kann man irgendwie so auf so Sandwiches zurückgreifen. Die sind aber dann auch immer so Medium, weil die immer viel zu viel Remoulade und Mayonnaise drauf Ja. haben und so weiter. Aber ich glaube, es geht meistens tatsächlich um das Ding, dass du nach dem Gig, wenn du irgendwie weiter musst, Ja. oder wenn du es einfach nicht schaffst, zum Frühstück zu gehen oder so, dass du dann irgendwas hast. Es muss ja auch nicht Reis mit Hähnchen sein, das ist jetzt gerade halt nur so ein Idealding, wie Ja. so gerade, keine Ahnung, Sport, Fitnessphase und sowas. Ja. Aber also ich würde es auch verstehen, wenn es der Veranstalter nicht macht. Das ist halt einfach ein Ding, das kann ich mir nicht vor einem Wochenende schon mitnehmen, weil das ja halt auch irgendwann schlecht wird. Ja. Und es wäre Aber du cool. nimmst jetzt die Tupperdose immer mit. Weil du dann hoffst, dass es Reis und Hähnchen gibt und du die dann einpacken kannst. Das stimmt. Ich hab tatsächlich auch eine Tupperdose dabei, immer, falls man zum Frühstück gehen kann und sich was Das mitnehmen ist kann. ziemlich smart. Da bin ich Ja. selber noch gar nicht drauf gekommen. Ich habe die Strategie, habe ich ja von erzählt, off-Records 3 Döner zu bestellen. Ja, Und einen zum Abendessen, einen nach dem Gig und einem vom Weitertraveln sozusagen. ich bin auch erst durch eine Freundin darauf gekommen, dass du kommst ja meistens, keine Ahnung, um 6 Uhr morgens zurück vom Gig, dann willst du schlafen, aber dann mach gerade erst das Frühstück auf, gehst da hin und fragst so, hey, kann ich mir vielleicht was mit aufs Zimmer nehmen? Und wenn du nett bist, wenn die nett sind, dann sagen sie in den meisten Fällen auch ja. Ja. Und dann mache ich mir halt eine Box und dann gehst du schlafen. Die haben ja tatsächlich in Frankreich an irgendeinem Flughafen mal, kennst du von Rewe, gibt es diese, oder von irgendeinem anderen Supermarkt gibt es bestimmt auch, gibt's ja auch diese Travel, dieses Travel-Besteck in dieser kleinen Plastik. Das habe ich auch. Genau, das habe ich Ja. auch. Und die haben ja in Frankreich am Flughafen einfach das Messer abgenommen, das Plastikmesser Echt mit jetzt? so, nicht mal eine Säge dran, so. Weil die gesagt haben, das geht nicht, du kannst kein Messer mit an Bord nehmen. Ich dachte mir, seid ihr Haas Ja, oder aber geistig? Was die manchmal die abnehmen, ist auch gerade, die haben mir auch schon eine Pinzette abgenommen, weil die zu scharf war für die, irgendwie so ein Nagelfeile war denen auch zu scharf. Sehr Haben krass. auch schon abgenommen. Aber auf der anderen Seite darf man jetzt wieder 2 Liter Flüssigkeit mit ins Flugzeug nehmen, tatsächlich. Stimmt, ich glaube, es gibt nur bei den Feuerzeugen noch Beschränkungen, dass du irgendwie, Ja, keine Sturmfeuerzeuge Ja. und nur eins oder so. ja, ich habe halt einmal aus Versehen, das war richtig dumm, ich habe halt so ein Riesenfeuerzeug und das ist wirklich so groß. Und, Da war das so ein Stabfeuerzeug, ein Haushaltsfeuerzeug? nee, es ist wie so ein normales Feuerzeug, aber es ist halt einfach so groß. Und ich hatte es einfach noch in meiner Jackentasche und habe das irgendwie nicht gecheckt, dass ich es mitgenommen habe. Dachte mir so, scheiße, hey, das ist schon cool, ich will nicht, dass die mir das abnehmen. Ja. Und dann haben die haben mir irgendwie 3 kleine Feuerzeuge abgenommen, aber ich habe das einfach zu meinen normalen Flüssigkeiten in die Tüte reingemacht. Und das ist denen nicht aufgefallen, weil es halt, glaube ich, so absurd war, dass sie denken, was auch. Stimmt, das ist ja auch so wahrscheinlich mehr als 100 Milliliter, so, die da drin sind, Ja. wenn es so groß ist. Ja, ich On glaube, top auch. es war halt so groß, ist das. Also, ja, ich habe es einfach zu den Flüssigkeiten dann gemacht und dann haben die halt gar nicht. Also ich glaube, die haben dann nicht nochmal reingeguckt, weil ich glaube, da kommt ja keiner drauf. So, warum Kannst du sollte mir so ein die? Feuerzeug schicken? So. Das kann ich machen. Das wäre doch super. Kann ich da mal in den A-B-Test gehen und mal gucken am Flughafen, was sie dann dazu Ja. sagen. Also, wobei es eigentlich zu schade wäre, zu riskieren, das dann zu verlieren wieder. Aber ja, nee, cool. Ich glaube, wir kommen langsam so ein bisschen Richtung Ende von dieser ganzen Nummer hier. Ich kann schon mal sagen, es hat echt viel Spaß gemacht. Das war Mir ein auch. ganz cooler Talk. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende, bevor wir jetzt hier so in die Verabschiedung gehen. Track der Woche solltest du mitbringen. Hast du dir einen ausüberlegt? Hast du dir jetzt gedacht, so, nö, das ist jetzt, den finde ich richtig gut. Track der Woche. Ja. Ja, Wenn nicht, kannst du immer noch gucken. Ich habe nämlich auch keinen vorbereitet, merke ich klar. Ich muss auch noch Ja, mal irgendwie hab's in ja- Spotify gerade gucken. Ja, ich hatte es tatsächlich vergessen, aber ich glaube,
Ich habe ja jetzt auch mein eines Video, wo du drüber gesprochen hattest, mit der Kita, hatte ich ja gestern hochgeladen gehabt und ich habe das ja gemacht, weil mir ging halt der Track von AC/DC nicht aus dem Kopf. Thunderstruck. Ja. Ja. Genau. Ich glaube, das ist ja. Das ist der Track der Woche. Geil, das ist ein geiler Track der Woche. AC/DC ist ziemlich nice. Ich muss gerade mal kurz überlegen, ich gehe einfach mal ganz kurz nach. Du darfst es entscheiden. Ich sag mal 1, 2 oder 3. Warte, ich habe 1 und 2, ich muss jetzt noch die 3. Ja, okay, pass auf. 1, 2 oder 3. Letzte Chance? 1. 1. 1 ist der oberste und das ist ein Track, wo gerade jeder irgendwie einen Edit oder einen Remix von macht tatsächlich, aber offiziell Kiss Me Again von Roy B. Und ich überlege gerade, ich nehme den Johann, ich nehme das Original, weil das Original ist nämlich ziemlich nice, eigentlich, das mag ich sehr. Von Roy B, Kiss Me Again. Weißt du, wo der Track herkommt? Also weil irgendwie ist der jetzt auf einmal da, ich habe den früher der kam mir auch nie so bekannt gehört. vor, doch, der kam mir irgendwie bekannt vor, aber der hört sich auch so an, das könnte ja ganz neu sein. Also ja, nee, ich habe mal geguckt, der ist von 2008 und so aus dieser Jamba-Sparabo-Zeit noch. Und so klingt er auch so ein bisschen irgendwie. Ja. Aber Remix kann irgendwie jeder. Aber auch alle so zeitgleich, so Johannes Schuster, Fiese Asbach. Aber das ist doch fast immer so. Dann hörst du das einmal irgendwo und dann machen es ganz schnell alle. Ja, aber jetzt haben so alle ganz gleichzeitig irgendwie auf einmal gedroppt. So, keine Ahnung, wie das entstanden ist. Das sind die Mysterien der Musikindustrie, die sich mir noch verwehren tatsächlich. Ich habe auch einen davon in meiner Playlist. Cool. Welchen? Ich weiß nicht mehr genau, von wem er ist, aber es ist auf jeden Fall einer mit einer, also es ist Hard-Techno mit einer Psy-Bassline. Okay, geil. Ja. Nice. Ja. Nice. Ja, das war's im Endeffekt. Das war eine richtig geile Podcast-Folge. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Danke einfach. Das war richtig cool. Danke dir. Hat mir auch richtig sehr, Spaß sehr gern. gemacht. Schön, dass du hier warst. Danke an euch Zuschauer da draußen hinter dieser Kamera. Ja, das Team zeigt gerade schon hier nach oben. Und das wird auch gemacht. Danke an Cupra, den Sponsor dieses Podcasts und dieser Episode. Checkt alle Cupra aus und das neue Auto, der Raval. Ihr könnt auch, soweit ich weiß, in diesen Raum, in dem wir das hier gerade aufnehmen, sehr bald mitten in Berlin in der Oranienstraße sind wir, glaube ich, könnt ihr diesen Podcast-Studio, haben wir jetzt umgebaut, aber ihr könnt das Ganze hier nutzen als Musikproduktionsstudio tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob das Miete kostet oder nicht. Auf jeden Fall könnt ihr einen Slot buchen. Hier stehen ziemlich geile Neumann-Boxen, die eingemessen sind. Hier ist ein akustisches Treatment. Hier steht normalerweise ein fetter Schreibtisch, wo ihr einfach mit euren Atzen Musik produzieren könnt. So ein bisschen Pirate Studios mäßig. Die haben hier, habt ihr gesehen, eine Roland, das ist eine echte. Die kann man gerne mal benutzen, die T909 und auch ein paar Synthesizer und man kann hier einfach eine geile Zeit haben. Und ich glaube, das machen wir hier auch irgendwann mal noch. Das Team nickt schon. Ja, wir werden hier auf jeden Fall auch nochmal Sesh drin machen. Ja, nice. Ist schon ganz cool, genau. So, Lirum Larum, das war die Folge mit Anni. Danke an euch alle. Einen dicken Schmatzer. Hast du noch letzte Worte? Dann in diese Kamera hier. Jetzt. Nee, es hat mir auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und ja, ich finde es irgendwie cool, dass man mal so über alles ein bisschen quatschen kann, dass man auch ein bisschen was über die Artists erfährt, auch nochmal andere Einblicke in die Szene, in die aktuelle Szene, vielleicht auch andere Sichtweisen so oder einfach coole Vibes spreaden. Und ja, danke für die Einladung, war cool. Sehr gern, danke Spaß dir. Gemacht. Dafür sind wir da, coole Vibes spreaden. Wenn euch das gefallen hat, ihr wisst, liken, teilen, kommentieren. Wir sind über jeden Support dankbar. Und mehr bleibt mir gar nicht zu sagen. Vielen Dank, Wiederschauen, auch reingehauen. Peace! Hallo! Wenn ihr diese Folge gerne gehört habt, dann habt ihr die Chance, noch mehr von uns zu erfahren, zu hören, zu sehen, zu fühlen, zu schmecken und zu riechen. Auf diesem Kanal hier. Hier, da drüben, da oben oder auch da. Genau, Je und nachdem. hier unten ist der Abonnieren-Button und es würde uns natürlich sehr viel weiterhelfen, wenn ihr diesen betätigen würdet. Soweit ich weiß, muss dieser Abspann mindestens 30 Sekunden gehen. Daher reden wir. Ja. Mehrere Wörter. Oder schweigen.